Und all diese Menschen schauen nach dem Bruch der Regierung und der Wahl des neuen Bundestags auf die beiden Volksparteien CDU, CSU und SPD. Und sie wünschen sich und sie erwarten, und zwar zu Recht, dass wir uns nach dem kurzen und harten Wahlkampf, den wir zusammen hatten, der die Unterschiede noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass wir uns als demokratische Mitte jetzt zusammensetzen und gemeinsam nach Lösungen für die drängenden Probleme dieses Landes suchen. Und das haben wir in großer Ernsthaftigkeit getan. In unserem Land neuen Aufbruch, neuen Wohlstand, neue Stabilität und neuen Zusammenhalt zu ermöglichen. Willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm für die da oben. Und mitten in dieser Realität steht Saskia Esken, als hätte sie gerade eine Wahl gewonnen. Nein, wirklich, die Frau tut so, als hätte das Volk sie angefleht, weiterzumachen. Stattdessen wurde sie doch abgestraft. Aber wer braucht schon Wähler, wenn man sich einfach selbst zum Retter der Nation erklärt? Neuer Wohlstand, neuer Aufbruch. Was für ein Kino. Während die Bürger nicht wissen, wie sie ihre Rechnung zahlen sollen, malt Esken Luftschlösser. Und dann auch noch am Frauentag, als ob das alles eine riesige PR-Show wäre. Ihr glaubt, das war's? Da steckt noch viel mehr drin. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, liken, kommentieren und abonnieren. Und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie lange kann man Bürger eigentlich noch so dreist veräppeln? Auf geht's! Willkommen auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Welt ist in Unruhe. Wir stehen vor großen Umbrüchen. Eigentlich stehen wir inmitten großer Umbrüche. Und auch in Deutschland sind die Menschen auf der Grundlage dieser Krisen, dieser Umbrüche in großer Sorge. Sie fragen sich, wie es für Sie persönlich, wie es für Ihre Kinder, wie es eben auch für unser Land weitergeht. Und all diese Menschen schauen nach dem Bruch der Regierung und der Wahl des neuen Bundestags auf die beiden Volksparteien CDU, CSU und SPD. Und sie wünschen sich und sie erwarten, und zwar zu Recht, dass wir uns nach dem kurzen und harten Wahlkampf, den wir zusammen hatten, der die Unterschiede noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass wir uns als demokratische Mitte jetzt zusammensetzen und gemeinsam nach Lösungen für die drängenden Probleme dieses Landes suchen. Und das haben wir in großer Ernsthaftigkeit getan. Wir haben ausgelotet, ob und wie uns eine gute und vertrauensvolle, am Wohle des Landes und seiner menschenorientierte Zusammenarbeit gelingen könnte. Und wir haben mit den Vereinbarungen zur Schuldenbremse und dem Sondervermögen für die Infrastruktur eine wichtige Grundlage dafür gelegt und deswegen auch vor die Klammer gezogen, in unserem Land neuen Aufbruch, neuen Wohlstand, neue Stabilität und neuen Zusammenhalt zu ermöglichen. Auch unsere Sicherheit souverän und stark zu organisieren. Und ich möchte besonders hervorheben, es ist schon vieles gesagt, die seit Jahren brachliegenden notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, also in Brücken, in Schienen, digitale Netze, aber vor allem auch in Bildung, Betreuung, Gesundheit. Dieses Investitionspaket ist wirklich eine Grundlage dafür, dass dieses Land wieder einen Aufbruch erlebt. Einen großen Schwerpunkt haben wir bei den Alltagsthemen der Menschen und nicht zuletzt bei den Familien gelegt. Wir wollen die niedrigen Einkommen stärken durch einen höheren Mindestlohn von 15 €, durch die Stärkung der Tariftreue. Auch da profitieren insbesondere die niedrigen Einkommen und die haben in Deutschland wirklich unsere Unterstützung verdient. Und wir wissen alle ganz genau am heutigen Frauentag, Frauen sind insbesondere von niedrigen Einkommen betroffen, nicht nur durch Teilzeit, aber eben auch durch Teilzeit. Und deswegen haben wir uns auch vereinbart, dass verlässliche Kitas, verlässliche Schulen, verlässliche Tagespflegeangebote eben es auch möglich machen sollen, dass Frauen stärker in die Erwerbstätigkeit gehen. Und wir haben auch einen Bonus durch Arbeitgeber steuerfrei vorzustellen, der eben dieses Aufstocken in Richtung Vollzeit nach vorne bringen will. Wir wollen durch die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Stärkung des Wohnungsbaus aber auch das Leben der Menschen bezahlbarer machen, einfacher sowieso. Wenn wir von Bürokratieabbau sprechen, dann geht es nicht alleine um die Unternehmen, sondern dann geht es eben auch um Menschen, die jeden Tag arbeiten und die Leistungen des Staates, die eigenen Projekte auch voranbringen wollen, ohne dort mit millionenseitigen Anträgen sich herumschlagen zu müssen. Nicht zuletzt senden wir Signale der Stärkung des Aufbruchs an die Wirtschaft, an Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Wir wollen die Energiepreise senken, wir wollen Anreize für Investitionen schaffen und wir wollen Steuern reduzieren.
Und in dem Zusammenhang freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, eine Branche zu stärken, die für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft eine wirklich sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Und das ist ein Projekt, das Markus Söder und ich schon mal gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Leider ist es uns in der vergangenen Legislatur von Christian Lindner aus der Hand genommen worden. Es geht um die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Das ist ein richtiges, wichtiges Signal an eine Branche, die große Bedeutung für unsere Gesellschaft hat. Ich freue mich sehr, dass wir diese Einigung ausgerechnet heute, am heutigen Frauentag, dem Kampftag für Frauenrechte, erzielen konnten. Gleiche Rechte, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollten Selbstverständlichkeiten sein und nicht in Frage gestellt werden, weil die Wirtschaft vielleicht gerade in Schwierigkeiten ist. Im Gegenteil, gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleicher Lohn, das sind Grundbedingungen für eine Gesellschaft, die auch wirklich einen Aufbruch sich zutrauen kann. Und es sind keine Selbstverständlichkeiten und deswegen kann ich versprechen, dafür werden wir auch weiterhin kämpfen. Vielen Dank. Ja, Herr Rödle, das war ein kurzer und es war ein harter Wahlkampf. Ich habe es vorher gesagt und die Wahl ist jetzt 13 Tage her und jetzt stehen wir hier und sagen, wir haben eine Vertrauensbasis gefunden, um zusammenzuarbeiten. Und das war kein leichtes Stück, will ich einfach mal sagen. Wir haben viele Tage, viele Stunden sehr, sehr intensiv gesprochen, verhandelt und eben auch vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen, um eben dieses Zusammenführen jetzt auch möglich zu machen. Aber ich habe auch das vorher schon gesagt, unser Land wartet darauf und erwartet von der demokratischen Mitte, dass sie sich eben auch zusammenfindet nach einem solchen Wahlkampf und die Verletzungen und die Nickeligkeiten, die da entstanden sind, hinter sich lässt und sagt, jetzt haben wir eine Aufgabe gemeinsam. Und wir wollen sehen, ob es möglich ist und wie es möglich ist, diese Aufgabe gemeinsam zu stemmen. Und wir sind zu der Auffassung gekommen und deswegen werden wir unseren Parteien ja auch empfehlen, da jetzt in Koalitionsverhandlungen zu gehen, uns damit zu beauftragen. Wir sind der Auffassung, dass uns das gelingen kann gemeinsam. Ich will aber auch sehr deutlich sagen in Bezug auf das Sparen, das Sie angesprochen hatten, das Konsolidieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Staat auch wegen des Rückgangs des Personals durch den demografischen Wandel es dringend notwendig hat, seine Aufgaben effizienter und mit weniger Personal und auch mit weniger Bürokratie zu erfüllen. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn Bürgerinnen und Bürger sich was vornehmen, ob es nun ein Hausbau ist oder auch nur ein einfacher Antrag auf eine Leistung, dann sollen sie an den millionenfachen seitigen Anträgen nicht erliegen. Deswegen müssen wir einfacher werden, aber vor allem auch für unsere Bürokratie selbst müssen wir einfacher werden. Dass es aber dabei nicht dazu kommen darf, dass Bürgerinnen und Bürger sparen müssen, damit dieser Staat zurechtkommt, das will ich auch von unserer Seite sehr klar sagen. Ich weiß nicht, ob Saskia Esken das selbst glaubt, was sie da erzählt, oder ob sie einfach nur so tut. Da stellt sie sich hin und redet, als wäre sie die große Hoffnungsträgerin des Landes. Dabei wurde die SPD abgewählt und trotzdem steht sie da, völlig überzeugt von sich. Und dann dieses ständige Gerede von wir haben die Probleme erkannt. Ja, super. Und was macht ihr dagegen? Gar nichts. Die Probleme sind nicht einfach so vom Himmel gefallen. Ihr regiert doch. Es ist doch genau diese Realitätsverweigerung, die die Leute so wütend macht. Esken redet so, als ob die SPD erst seit gestern dabei wäre. Dabei haben die seit Jahren das Sagen und nichts wird besser. Diese Selbstinszenierung. Esken tut so, als würde das ganze Land hinter ihr stehen. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Wer wünscht sich die SPD denn bitte in der Regierung? Niemand, außer denen, die direkt von ihr profitieren. Und dann dieses ewige Gelaber über soziale Gerechtigkeit, während die Leute in diesem Land jeden Tag mehr draufzahlen müssen. Merken's die überhaupt noch? Ich sag euch, wenn man sich diesen Auftritt anhört, dann versteht man sofort, warum so viele die Nase voll haben. Es ist einfach nur noch dreist. Diese SPD-Leute haben keine Verbindung mehr zu den normalen Menschen. Die schuften und am Ende trotzdem nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen sollen. Aber Hauptsache, die eigene Karriere wird gesichert. Was denkt ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Lasst ein Like da, wenn ihr diesen Unsinn auch nicht mehr ertragen könnt, und abonniert den Kanal, damit wir weiterhin die Wahrheit ansprechen. Bis zum nächsten Mal.